So, willkommen bei der Gruselshow von Max Payne. Ja, oh, Alter, ich krieg der Kopfschmerz auf damit. Oh, guck mal, hug me. Wo steht das? Da hinten da. auf dem Schild. Hug Ja, me, ich I'm a steh- lovely teddy bear. Da hätten sich aber auch eine coolere Nachricht einwählen lassen können. Dead. Ja, das sehe ich selbst. Das macht richtig schade. Alter. Hallo. Er übertreibt ja eigentlich so mit den Rottönen. Der Teufel. Slice 'em, dice 'em, shoot 'em full of holes, blow 'em to bits, vaporize 'em, disintegrate 'em. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Okay. Boah, ey, krasser Rap. Yeah. Michelle's diary lay on the table. Ich sehe es. Michelle was working part-time in the district attorney's office. Her diary was open on today's entry, her handwriting all pretty curves. An army dossier found its way to my desk yesterday. Valhalla? Isn't that a Norse myth? Something about Vikings? I tried to tell Max about it, but he was busy, that cute frown on his brow. Guess it's nothing, just a mix-up at the courier service. From now on, I would always find time for her. It was a hollow promise. Too little, too late. Vikings. Ich hätte schon gedacht, jetzt wären das schon Vikings, aber er hat noch ein Star Wars. Guck, nebenbei übrigens immer noch WCS. Also, Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Ich kann das Spiel so nicht ernst nehmen. nee. Mann. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Das gibt böse aufs Maul. Ich habe das gerade nicht verstanden. Also Max hat seine Frau erschossen und jetzt sitzt er auf dem Stuhl. Hä? Nee, I woke up in a bad dream. My head felt 2 sizes too small for my brain, Max Payne. I envy your name. and the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me, for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for her pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Alter, wie soft hat er eigentlich geschlagen mit dem Teil? Dass er All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. irgendwie nicht irgendwie komplett kaputt ist dabei. Habe ich mich auch Without a gerade gun, gefragt. I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Zumal der Typ gerade den Fehler macht, den eigentlich jeder Bösewicht macht. Er lässt den Den Kopf erstmal Kopf leben. erstmal leben und dann noch alleine in dem Raum zurück. 2001 war man scheinbar noch ziemlich dämlich, was das angeht. Oh, abgesägte Schrotflinte. Wow!
blöd. Bisschen. Bam! Alter! Ha! Ist das schon ein Finale oder was? Ja! Oh. Boom! Boom! Ja, er lebt einfach immer noch! Er hat den Ninja-Kutter an, der lebt natürlich noch. Komm schon! Speichern! Gott! So. Jetzt will ich erstmal hier vernünftig wechseln. Und gucken, was hier noch so rumrennt. Hoffentlich ein paar Painkiller. Aha, wunderbar. Einen hast du jedenfalls. Nimm vielleicht auch gerade mal einen Painkiller. Wow! Hättest du mal einen Painkiller genommen, da wäre dir das jetzt nicht passiert. Halt die Schnauze. Wo sind die denn hergekommen, verdammt? Von hinter dir. Meinst du? Ein bisschen. Ich hatte den Painkiller übrigens genommen. War nicht wahr. Doch, Blödsinn! nichts Blödsinn. So, will noch wer was? Sieht das Zack. aus. Flatsch. Ey. Oh, Taylor hat gewonnen. Weißt du doch gar nicht. Das sieht so aus. Wenn sie mit Das Taylor... ist der dicke Mann mit dem Schild, Mann, der feiert immer. Egal wer gewonnen hat. Der dicke Mann besteht. Glasplatsch. Pam. Hi. Was? Ich werde es dem Typen aus dem WCS-Finale, Vorfinale-Dingens nachmachen und eine Cola zu mir nehmen. Ach ja. Beziehungsweise, wir wollen ja keine Werbung machen, einen Softdrink. Einen beliebigen Softdrink hier wieder einfügen. Richtig. Ich mag Pepsi lieber. Fritz Cola noch viel lieber. Das ist richtig. Another newspaper caption for a murder scene. Okay. Oh, hi. Was macht ihr denn da unten? Wir liegen hier mal so. Nimm mal das Newspad und dann weißt du es. Frankie had left his calling card. Jawohl. A Captain Baseball bat boy strip next to a sewer passage filled with bodies. You'd better not mess with Captain Baseball Bat Boy. Even my arch enemy, Bicycle Helmet Girl, swoons at the sight of me. Aha! There were enough corpses to put a mass murderer to shame. Das erinnert mich gerade so. Hast du die neueste Le News-Folge gesehen? Nö. Alter. Weißt du, in Amerika werden ja momentan Sachen verboten, so wie Kinderschokolade. Warum? Wegen Suchtgefahr und Erstickungsgefahr und so. Und Rotkäppchen wurde verboten wegen der Flasche Wein im Körbchen. Ach, das Märchen-Rotkäppchen. Ja. Es gibt ja Rotkäppchen-Sekt. Nee, das Märchen. Und in diesem selben verdammten Land, USA, ja, ich nenne es jetzt mal Land, gibt es Waffen extra für Kinder maßgeschneidert. Und damit hat jetzt neulich ein 5-Jähriger seine 2-jährige Schwester erschossen. Und irgendwie ist das, machen sie natürlich jetzt nicht neue Waffengesetze oder so. Nein, es war ein tragischer Haushaltsunfall. Das ist in den USA vollkommen normal. Die haben ein ganz schön abgefreaktes Waffengesetz da. Also, so ganz nachvollziehen kann ich die jetzt auch nicht. Also mal ganz ohne Witz. Aber wie sagte Michael Mittermeier, das Land, was die Psychopathen zeugt. Aber dann, gerade wo du über Verbote redest,
Ich hatte jetzt auch gehört, in Nordkorea soll es jetzt auch, oder ist es, oder soll es verboten werden, nicht Nordkorea, Quatsch, Südkorea, soll es verboten werden, MMOs zu spielen. Also MMOs sollen verboten werden. Nordkorea? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Ist komplett... Nordkorea das böse Korea? Nein, Südkorea meine ich, ja, Nordkorea ist das. Da gibt es, glaube ich, gar keine MMOs. Auf jeden Fall sollen, ich weiß nicht, ob sie komplett verboten werden sollen oder nur so teilweise, auf jeden Fall wegen der Suchtgefahr. Okay. Das ist ja das Land, was die meisten MMOs schon produziert. Und das soll halt jetzt verboten werden. Na, solange sie denen nicht das StarCraft-Spielen verbieten. Ja, StarCraft ist ja in der Richtung kein MMO. Ja. Ich weiß es nicht, inwiefern das jetzt, ob das komplett eingeschränkt werden sollte oder da müsste ich nochmal nachlesen. Wo muss ich denn hier lang, verdammt? Weiß ich nicht. Den Fahrstuhl hoch? Macht Sinn. Oh oh. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, Aber rechts. das mit Amerika kann ich auch nicht verstehen. Mit den ja Waffengesetzen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann wollte Obama ja sowieso schon länger mal das Waffengesetz verschärfen, aber das kriegt er ja überhaupt nicht durch. Da sind die ja viel zu festgefahren drin. Ja. Es ist natürlich richtig, eine Waffe tötet keine Menschen, das sind die Menschen töten, aber wenn die Waffen natürlich an Kinder ausgegeben werden können inzwischen scheinbar, wie du gesagt hast, Ja. Oder dafür maßgeschneidert werden, dann ist es doch klar, natürlich töten Menschen Menschen. Aber wenn er so leicht an Waffen drankommt, ist es im Endeffekt die Waffe, die dafür verantwortlich ist. Weißt du? Über den Menschen natürlich. Die Leute, aber die Waffe so leicht... ja, natürlich, ich gebe jetzt auch keine Waffe die Schuld, aber wenn die natürlich total leicht an Waffen drankommen, ja, natürlich gehen dann irgendwelche Menschen auf die Straße und knallen andere Menschen ab, ist doch klar. Richtig. Es gibt halt nur mal so viele Vollidioten, nicht nur in Amerika, die gibt's auch überall anders. Und dann werden wieder die bösen Computerspiele dafür Ja, schuldig natürlich. Aber wenn natürlich die Psychopathen auch meinetwegen durch Computerspiele da drankommen, dann ist es doch klar. Das regt mich immer auf. gemacht. Okay. Dieser wunderschöne Sternenhimmel. Ja. Mit dem schwarzen Loch irgendwo mittendrin. Things were fast going from bad to worse. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. Welcome to New York. Hier waren wir vorhin schon mal. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Speicher erstmal. Oh. Toll. Warum speicherst du denn da an so einer Stelle? Echt mal. Ist mir da wohl der Finger abgerutscht. Ey! So. Hey, Bart! Hallo? Die hast du schon mal ausgeräumt, Ja. die Bude. Hm. More evidence that Punchinello didn't like me much. The fact remains that all the victims so far identified in the Ragnarok shooting have been known criminals, many of whom had large doses of V in their blood. Reliable sources say that Max Payne was also among those killed, although no body has been recovered at this time. Reliable sources. That meant somebody thought the Mafia had me, didn't want the cops snooping around anymore. The body would be delivered to them barely recognizable. Case closed. Don Punchinello had the power to be that reliable source, which was no news. But his news was old news. Framing me hadn't been enough.
Don Punchinello had put a hit on me. He wanted me dead, and it had been important enough for him to give written instructions to Frankie about it. Max Payne should die like a dog for the trouble he's caused. Frankie, I know I can trust you to give this matter the dedication it needs. Yes, for sure. Speicher nochmal. What the hell? Da wird einer mit runtergelassener Hose. America, Hose. In America. Nom, 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 nom. Vor allem, das ist jetzt hier die Ecke. Do not disturb. Okay. Das turpen wir mal. The hotel bar was fast developing quite a history. True to his words, Frankie was there, having a beer. Jesus Christ. How the hell did you get loose? Got bored waiting. Thought, what the hell, we could just as well finish this here. Das wird wieder eine Überlängenfolge. Ja. So geht's natürlich auch. Ach, schade. Da guckt ein Kopf raus. Boom. Das war voll daneben. Echt? Ja. Das war auch voll daneben, glaube ich. Das weiß ich nicht genau, habe ich nicht gesehen. Sah aber gut aus. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, Vorsicht, Vorsicht, bist du Ungesund, tot? ungesund, ungesund! Alter! Oh, ich habe ja noch eine Granate. Und er läuft noch schön rein. Boom! Boom! Jawohl, ja. Bitch! Prima. Das war spontan und sehr schön gelöst. Wie üblich, wie üblich. Thank you. You've been a lovely iron. Had enough? I don't play with girls anyway. Unfair! I spotted the tail as soon as I left the hotel. A big black Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. I make you offer you can't refuse. I refuse. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy, Boris Stein, used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you'll need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop 2 in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint. The Brooklyn riverfront was a maze of rusty containers, sharp-boned cranes looming up from the snowstorm.
On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Charon was waiting, like the ferryman of the river Styx. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, wir haben 20 Minuten. Juhu. Tschüss. Tschüss.